24. Juni, kurzes Video für euch. Unser Lader war mal wieder in der Werkstatt. Die Wasserpumpe hat es zerwürfelt. Die Dichtringe waren kaputt und da hatte ich einen riesigen See heute früh unterm Auto. Deswegen hier der Fleck auf unserem Hofasphalt. So, dann, das war noch original so eingebaut. Man sehe hier diese wahnsinnige Überdeckung von etwa 5 bis 6 mm und hier rechts genauso. Original von der Konkurrenzwerkstatt. Ich war jetzt auf Empfehlung bei einem privaten Mechaniker, der nur auf Empfehlung annimmt. Der hat wirklich einen super guten Job geleistet. Der hat den ganzen Mist komplett rausgeschmissen und neu original gemacht. Das ist auch noch ein originales Teil, aber das ist leicht gebogen. Er sagte, das passt nicht, das ist von einem anderen Ladermodell. Das ist auch das alte. Hier sind ein paar Kleinteile. So, die Bremsbacken haben wir auch noch neu gemacht. Die war schon so ausgeplatzt. Nicht mehr viel los. Ja, die eine geht noch. Die auch noch, aber wir haben den Satz einmal neu gemacht. Alle Ersatzteile zusammen, die hier liegen, sind etwa 23,50 Euro für die, die es von euch interessiert. So, und da steht da der Gute. Wir machen dann noch ein Foto und ich habe Jo noch ein paar Fotos geschickt. Die kann er ins Video mit einarbeiten, was wir noch gemacht haben. Die Hinterachse ist einmal komplett instand gesetzt worden. Die musste geschweißt werden. Ich hoffe, das klappt so, dass du es einblenden kannst. Und jetzt ist das hintere Differentialgetriebe dicht und es tropft doch kein Öl mehr. Mit einer ordentlichen Kautasit-Dichtung montiert und Originalschrauben mit Federring. Das war's für heute von unserem Auto. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 2. Juli in Burjatien. Richtig ausgesprochen jetzt. Man möge mir meine Sprachfehler verzeihen. Man hat sich aufgeregt darüber. Kann ja mal passieren. Weil so gut in der Aussprache bin ich manchmal nicht, dass ich immer alles perfekt aussprechen kann. Hier ist meine Bastelwerkstatt für Möbel. Das wird eine Spüle. Hier haben wir noch ein bisschen Material für den Schrank. Und jetzt gehen wir mal kurz raus. Wir haben jetzt in den Tagen den Spülenschrank zusammengebaut. Das ist altes Möbelholz. Das sind alte Palettenhölzer. Habe ich Paletten zerlegt. Und die erste Tür ist fertig. Trocknet jetzt in der Sonne. Wird nochmal nach dem Trocknen nochmal angeschliffen und nochmal lackiert mit Klarlack. Mit schöner Fräskante. Und die zweite Tür ist heute Nachmittag fertig. Und in der Küche hängt auch schon ein Schrank, aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. Jetzt mache ich erstmal Mittagspause. Bis später. So, und jetzt kommt Teil 2, unser Kühlschrank. Und hier ist der Hängeschrank dazu, der schon an der Wand hängt. Hier drüben, das Regal ist auch soweit fertig. Und das müssen wir noch umräumen, einräumen in den Schrank. Dann kommt dazwischen noch ein Brettchen für Weinflaschen. Hier wird der Herd dann stehen. Und wenn die Küche fertig ist, dann mache ich noch mal ein Video für euch. Das soll mal unsere Küche werden. Alles aus altem Palettenholz. Weil Möbel hier kaufen habe ich keine Lust. Eine Küche ist um die 70.000 bis 80.000 Rubel komplett. Und das Geld sparen wir uns. Wir können es auch selbst. Für das Geld gehen wir lieber mal einen schönen Abend weg oder machen ein paar Tage Urlaub mehr. Das macht mehr Spaß. Bis später. Für alle, die ganz neugierig sind, so sieht es innen drin aus. Wir sind gerade dabei, alles einzuräumen. Hier fehlt noch ein Einlagebrettchen. Das kommt noch rein. Die Türen sehr spartanisch zusammengebaut. Aber es funktioniert. Hauptsache es geht. Und der Rest ist Bockwurst. Bis zum nächsten Teilvideo. Hallo alle miteinander. Kurzes Video aus meiner Lieblingswerkstatt in Ulan-Ude. Hier liegt ein neues Verteilergetriebe, neue Federn und ein Simmering. Heute Nacht auf dem Weg nach Ulan-Ude hat mir das vordere Verteilergetriebe zerschabelt.
Auf den letzten Metern bin ich gerade noch ein bisschen in die Werkstatt gekommen. Ich möchte euch meine Laune in diesem Video nicht mitteilen. Bis später. Willkommen in Ulan-Ude. Wir sind jetzt am Güterbahnhof auf der Fußgängerüberführung in die andere Stadtseite. Unser Hotel. Und einfach mal wirken lassen. Ganz da unten seht ihr unsere Lader einsam stehen. Halb kaputt. Kann erst Montag repariert werden. Und deswegen machen wir jetzt einen Ausflug zu Fuß in die Stadt. Und für unsere Eisenbahnfans, ihr habt hier mal einen Güterzug mit Kohle. Wie gesagt, wir sind gerade am Güterbahnhof und wollen jetzt auf die andere Stadtseite. Bis später, wenn ich Lust habe, mache ich noch ein paar Videos für euch. So, jetzt sind wir auf der Rückseite vom Bahnhof. Und hier haben wir so eine schöne alte Museumslok. Mal schauen, ob wir da ein bisschen näher rankommen. Aber ich glaube nicht, weil das Areal ist abgesperrt. Also kann ich sie euch nur von der Rückseite aus zeigen. Tut mir leid. Da jetzt unten rumsäppeln, habe ich jetzt keine Lust. Willkommen im Dazan in Ulan-Ude. Ich zeige euch gleich den ganzen Rundumblick. Das ist ein buddhistischer Tempel, wie man das so sagen würde. Viel besucht. Und jetzt zeige ich euch mal den Rundumblick über die Stadt, so gut es geht. Der Ausblick von hier oben ist einfach nur herrlich. Wir genießen den Tag, den wir nun gezwungenermaßen ausruhen. Und das Wetter spielt auch mit, kann man überhaupt nicht meckern. Und ich habe Glück gehabt, ich habe gerade noch den letzten Mietwagen in der Nähe vom Flughafen mir ergattert, pro Tag mit 2000 Rubel. Den werden wir uns holen, dann können wir nämlich morgen noch einen schönen Ausflug machen mit der Familie zu einem anderen Dazan, der etwas weiter entfernt ist. Weil wir lieben die buddhistische Kultur, den Buddhismus ansonsten mögen wir auch sehr und deswegen wollen wir die Zeit, die wir nun geschenkt bekommen haben durch das kaputte Auto, einfach für uns nutzen. Ich bin entschuldigt, wir haben sehr starken Wind hier auf dem Berg. Wir sind an einem sehr hohen Punkt in dem Dazan. Ich versuche mal für euch noch ein paar Eindrücke einzufangen, weil wir sind auch nicht jeden Tag hier. Wie schon erwähnt, wir genießen einfach die freie Zeit, die wir haben. Und wir lieben einfach den Buddhismus. Wir fühlen uns dazu sehr hingezogen. Und daher ist ein Besuch eines Dazan für uns immer ein wunderschöner Tag der Ruhe und des Friedens. Ich hoffe, ihr könnt die Berge im Hintergrund gut erkennen. Das ist noch das Museum von dem Dazan. Da waren wir auch schon drin. Und jetzt werden wir die Runde in dem ganzen Gebiet vollenden. Einmal komplett drumherum alle Punkte besuchen, anschauen. Ja, und genauso wie unser Dorf ist auch Ulan-Ude von Bergketten eingeschlossen, von wunderschönen Bergen. Ich mag das sehr. Die bunten Fähnchen, die ihr seht, das ist buddhistische Tradition. Das gehört zum Buddhismus. Da werden Wünsche und Wünsche an die andere Welt notiert und übertragen auf die andere Seite. Oh, noch ein kurzes Video für euch. Ich habe mir einen Mietwagen geholt. Einen Nissan Almera. Hat 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Reifen sind neu, ansonsten sehr sauber und sehr gepflegtes Auto. Für 2.200 Rubel am Tag, also innerhalb von 24 Stunden ab Mietzeitpunkt. Ich habe ihn 14 Uhr gemietet, also muss ich in 2 Tagen 14
alle abgeben, plus minus eine Stunde ist kein Problem. Das sind etwa 22 € pro Tag, plus 8.000 Rubel Sicherheitszahlung. Wenn man die Strafen einfährt, bekommt man nach 4 Tagen zurück. Und der Clou ist, der Vermieter kennt auch noch die anderen Deutschen oder Schweizer, die hier leben in Kroatien. Also jeder kennt jeden. Da man sich gut kennt, Freunde sind, da geht man auch keinen Betrug auf die Sache. Das werden die nicht machen. Also ich habe das Auto bekommen, Telefon abholen kann aus dem Ferienlager und unser guter alter Lader steht hier und wartet auf Montag auf die Reparatur. Und man sieht schon hier wieder die Ölpfütze aus dem Getriebe. Wir werden wahrscheinlich doch Hauptgetriebe und Vertragsgetriebe beides wechseln müssen, weil beides ist nicht mehr ganz so, wie es eigentlich sein soll. Bis später.